Sie sind immer hungrig. Sie sind nicht besonders intelligent. Sie empfinden keine Schmerzen. Sie waren ursprünglich Menschen. Zombies. Ein Zombie ist ein Mensch, der scheinbar gestorben und dann wieder auferstanden ist. Er wandelt als Untoter oder Wiedergänger, als seelen- und willenloses Wesen umher. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Hat es schon einmal so einen ähnlichen Fall gegeben? Woher kommt der Begriff Zombie? Werfen wir nun einen Blick auf die Geschichte des Zombies. Die Furcht vor der Wiederkehr der Toten nach dem Tod ist seit Jahrtausenden tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt. In der Antike und im Mittelalter wurden Verstorbene deshalb teilweise enthauptet, gepfählt oder im Grab gefesselt. Diese Praktiken sind auch heute noch vereinzelt in Sierra Leone anzutreffen. Es ist jedoch unklar, ob diese Maßnahmen ausschließlich dazu dienten, die Rückkehr der Toten zu verhindern, oder ob sie auch andere Bedeutungen hatten. Totenwachen wurden abgehalten, um sicherzustellen, dass der Tote nicht wieder zum Leben erwachte. Wenn dies dennoch geschah, lag es wahrscheinlich daran, dass in Zeiten von Epidemien wie Pest oder Cholera Menschen irrtümlich für tot erklärt wurden. Der Begriff Zombie hat seinen Ursprung in der afrikanischen Sprache Kimbundu, wo das Wort Nzumbe den Geist eines Toten bezeichnet. Im 17. Jahrhundert gelangte der Begriff durch Sklavenhändler nach Haiti, wo das Wort Zombie bis heute verwendet wird. Einige Forscher vermuten, dass der Zombie-Mythos bewusst eingesetzt wurde, um versklavte Menschen vom Suizid abzuhalten. Das Zombie-Phänomen ist eng mit dem Voodoo-Glauben und ähnlichen Religionen wie der Yoruba-Tradition verbunden. Insbesondere in Haiti, wo es trotz der Dominanz des Christentums in ländlichen Gebieten verbreitet ist. Im Voodoo können Schwarzmagier, Bokor oder Priesterinnen, Mambo, angeblich einen Scheintod herbeiführen, um den Betroffenen als willenlosen Arbeitssklaven, sogenannte Zombie-Kadavre, wieder auferstehen zu lassen. Eine weitere Variante der Zombie-Astrale ist eine verlorene Seele, die in einem Gefäß aufbewahrt wird und Teil von Totenkultritualen ist. Voodoo ist eine Mischreligion, die afrikanische, islamische, katholische und indianische Elemente in sich vereint. Sie entstand aus der Geschichte der westindischen Sklaven, die trotz Zwangsarbeit und Bekehrung zum Christentum ihre ursprüngliche Religion und Identität bewahren wollten. Katholische Heiligenbilder dienen im Voodoo oft als Symbole für afrikanische Geistwesen mit vergleichbaren Eigenschaften. Der haitianische Voodoo entstand im Kontext der transatlantischen Sklaverei als Verschmelzung westafrikanischer Religionen mit katholischen und indigenen Elementen. Trotz des Verbots afrikanischer Religionen in den französischen Kolonien bewahrten die Sklaven ihren Glauben, indem sie ihn mit katholischen Ritualen kombinierten. Im 18. Jahrhundert prägten vor allem Menschen aus dem Königreich Dahomey, darunter viele von, eine Sprache der Niger-Kongo-Sprachen, die Entwicklung des Voodoo. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der haitianische Voodoo zu einem eigenständigen Glaubenssystem, das 2003 in Haiti offiziell anerkannt wurde. Er weist Parallelen zur afro-brasilianischen und afro-kubanischen Religionen wie Candomblé und Santeria auf, hat aber keine einheitliche Festschreibung oder institutionelle Struktur. Aus Angst vor Zombies werden Verstorbene oft zerstückelt oder vergiftet, um ihre Rückkehr zu verhindern. Der Kulturanthropologe
Wolf-Dieter Storl vermutet, dass die Zombifizierung ursprünglich eine Strafe für Verbrecher war, deren willenloser Zustand mit Atropin aufrechterhalten wurde. Das Gift schädigte vermutlich die Nerven der Untoten, so dass sie den charakteristischen, schlurfenden Gang und den leeren Blick entwickelten. Der Glaube an Zombies ist in Haiti bis heute weit verbreitet. Obwohl die Herstellung von Zombies im haitianischen Strafrecht nicht mehr ausdrücklich geregelt ist, bleibt jede Form der Sklaverei strafbar. Es gibt aber auch echte Zombies, und zwar in der Tierwelt. Die Chronik Westing Disease, auch Zombie-Krankheit genannt, wurde in den 1960er Jahren bei Maultierhirschen in Nordamerika entdeckt und kann auf andere Tierarten übertragen werden. Als Zombie-Bienen bezeichnet man Hummeln und Honigbienen, die von der Fliegenart Apocephalus borealis befallen werden. Die Larven zerstören das Gehirn der Wirte und führen zu deren Tod. Ähnlich werden Wespen, die von Parasiten Xenos vesparun befallen sind, als Zombie-Wespen bezeichnet. Opiocordyceps unilateralis, kurz Cordyceps, ist ein parasitärer Pilz, der das Verhalten von Ameisen so manipuliert, dass sie die Kontrolle über ihren Körper verlieren. In der Videospielreihe The Last of Us, die auch als Fernsehserie verfilmt wurde, infiziert ein ähnlicher Pilz die Gehirne von Menschen und verwandelt sie in aggressive, zombie-ähnliche Wesen, die andere Menschen angreifen, um den Pilz zu verbreiten. Die Produzenten des Spiels gaben an, von diesem Pilz inspiriert worden zu sein. Aber kann Cordyceps auch für den Menschen gefährlich werden? Cordyceps stellt von Natur aus keine Gefahr für den Menschen dar, da eine Anpassung an den menschlichen Organismus massive evolutionäre Veränderungen erfordern würde. Theoretisch wäre es jedoch möglich, durch gentechnische Veränderungen einen Pilz zu entwickeln, der den Menschen infizieren könnte. Dies wäre ein äußerst komplexer und riskanter Prozess, der umfangreiche wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzt. Faktoren wie Temperaturtoleranz und die Fähigkeit, die Gehirnfunktion des Menschen zu beeinflussen, müssten speziell angepasst werden. Obwohl eine solche Epidemie durch einen modifizierten Pilz möglich erscheint, bleibt sie aufgrund der wissenschaftlichen Hürden, der strengen Sicherheitsvorkehrungen und der modernen Gegenmaßnahmen äußerst unwahrscheinlich. Dennoch wirft dieses Szenario ethische und sicherheitstechnische Fragen auf. Die Figur des Zombies tauchte erstmals 1920 in dem Film Das Kabinett des Dr. Caligari auf, in dem der schlafwandelnde Cesare zombie-ähnliche Züge aufweist, ohne dass der Begriff Zombie verwendet wird. Das Zombie-Phänomen gelangte durch den Kontakt mit der haitianischen Kultur in die USA, wo es erstmals 1932 in dem Film The White Zombie mit Bela Lugosi zu sehen war. In den ersten Darstellungen waren Zombies noch eher willenlose Sklaven im Kontext des Voodoo-Glaubens. Mit George Romeros Filmen wie Die Nacht der lebenden Toten und Zombie Dawn of the Dead wurden Zombies zu blutrünstigen Monstern. Diese Darstellung beeinflusste das Horror-Subgenre, das in den 1980er Jahren von Splatter- und Gore-Effekten geprägt wurde. Moderne Zombies sind in vielen Filmen wie 28 Days Later und seinen Fortsetzungen schneller und aggressiver. Diese Filme begründeten das Subgenre der Infected Movies, in denen ein Virus Menschen in zombie-ähnliche Wesen verwandelt. In Land of the Dead zeigt Romero Zombies mit Bewusstsein, die sich gegen die Überlebenden auflehnen. Daneben gibt es humoristische Interpretationen wie Shaun of the Dead und Zombieland, die Zombies weniger ernsthaft darstellen. Ein weiteres humoristisches Beispiel ist Braindead, einer meiner Favoriten. Eine Splatterkomödie, in der Zombies übertrieben dargestellt werden.
Japan ist nach den USA der zweitgrößte Produzent von Zombie-Werken. Bekannte Zombie-Manga sind I Am a Hero, Biomega und Apocalypse No Toride. In vielen Zombie-Werken findet sich ein gesellschaftskritischer Subtext, etwa die Darstellung von egoistischem Verhalten und fehlenden sozialen Normen in Krisenzeiten. Zombiefilme und Spiele zeichnen sich häufig durch ein pessimistisches, lebensfeindliches Weltbild ohne Happy End aus. Zombies werden oft als Metapher für das Verschwinden der menschlichen Vernunft dargestellt. In der Musik haben sich verschiedene Künstler wie Fela Kuti, Michael Jackson und The Cranberries mit Zombie-Themen auseinandergesetzt, die zum Teil politisch-sozialkritisch sind. Zombies tauchen auch in Videospielen wie Resident Evil, Left 4 Dead und wie bereits erwähnt The Last of Us auf, wo sie durch Viren, Pilze oder andere Infektionen entstehen. Auch in Brettspielen wie Zombicide und in der Literatur wie den Romanen von Max Brooks ist das Zombie-Thema weit verbreitet. Und, man glaubt es kaum, es gibt sogar Vorbereitungen auf eine Zombie-Apokalypse. Ein kanadisches Team von Mathematikstudenten analysierte 2009 Zombie-Epidemien und kam zu dem Schluss, dass nur extrem aggressive Taktiken die Menschheit retten könnten. Die Studie erregte großes Medieninteresse. Das US-Militär entwickelte das Planspiel Corn Plan 8888, bei dem Militärangehörige einen Plan zur Abwehr einer Zombie-Apokalypse entwickeln sollten. Im Jahr 2011 beschäftigte sich das US-Gesundheitsministerium im Rahmen eines Krisenprogramms mit einem fiktiven Zombie-Szenario. Im darauffolgenden Jahr widmete sich ein Webseminar der US-Katastrophenschutzbehörde der Vorbereitung auf eine hypothetische Zombie-Katastrophe. In Portland, Oregon, gibt es ein Überlebenstraining für eine Zombie-Apokalypse. Im Jahr 2013 stellte die Berliner Piratenpartei eine Anfrage, ob Berlin auf eine Zombie-Katastrophe vorbereitet sei, um das Bewusstsein für den Katastrophenschutz zu schärfen. Die Berliner Senatsverwaltung sah darin jedoch keine sinnvolle Vorsorge. 2017 erklärte die Illinois General Assembly den Oktober zum Zombie Preparedness Month mit der Begründung, dass die Vorbereitung auf Zombies auch die Vorbereitung auf jede andere Naturkatastrophe sei. Die Vorstellung von Zombies ist tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt und hat sich in verschiedenen Kulturen entwickelt. In der Antike und im Mittelalter gab es zahlreiche Praktiken, um die Rückkehr der Toten zu verhindern. Der Zombie-Mythos ist insbesondere mit dem haitianischen Voodoo-Glauben und der Geschichte der Sklaverei verbunden. Während Zombies ursprünglich als willenlose Sklaven oder Strafe galten, hat sich ihre Darstellung in der Popkultur stark gewandelt. Heute sind Zombies vor allem in Horrorfilmen und Spielen präsent und dienen häufig als Metapher für gesellschaftliche Ängste. Trotz des fiktiven Charakters des Phänomens gibt es auch reale Zombies. Dazu gehören beispielsweise Tiere, die von Parasiten befallen sind. In der modernen Welt ist die Zombie-Apokalypse zu einem kulturellen Phänomen geworden, das auch in der Katastrophenplanung und als gesellschaftliche Metapher eine Rolle spielt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schalte das nächste Mal gerne wieder ein und bis dahin mach dich bereit für eine mögliche Zombie-Apokalypse.